Die Energiepreise schießen in die Höhe und immer mehr Menschen nehmen ihr Hausdach ins Visier. Wenn wir tagsüber irgendwelche Geräte anschalten, dann verbrauchen die den eigen produzierten Strom. Heilfroh sind wir jetzt, dass wir das haben. Wie gesagt, wir sparen jetzt im Moment den ganzen Strom. Wer das Sonnenlicht nutzt, kann auf Dauer richtig viel Geld sparen. Und das wollen aktuell viele in Hessen. Wir müssen leider ungefähr 80% der Anfragen ablehnen momentan. Die Nachfrage ist extrem hoch. Max will wissen, worauf sollte man bei der Anschaffung einer Photovoltaikanlage achten und für wen lohnt sich diese überhaupt? Max bei Familie Alles in Ilbenstadt im Wetteraukreis. In diesem Haushalt arbeiten und leben 4 Personen. Noch kommt der Strom vom örtlichen Anbieter. Nachdem sich aber die Preise innerhalb eines Jahres von 35 auf teilweise 60 Cent pro Kilowattstunde fast verdoppelt haben, möchte Boris Alles dem ein Ende setzen. Also wir haben einen sehr hohen Energieverbrauch, dadurch, dass wir eine Luftwasser-Wärmepumpe haben, die ja auch über Strom betrieben ist. Und das war unser Hauptziel, die Stromkosten zu reduzieren aufgrund der starken Strompreise. Und man weiß ja auch nicht, wie sich das weiterentwickelt. Das heißt, da wollte man einen hohen Autarkiegrad haben. Und klar, die Frage der Elektromobilität, die stellt sich natürlich auch, weil man ja nicht weiß, wie sieht es in 1, 2 Jahren aus, wird man ein E-Auto fahren. Und da wollte man auch dann gut vorbereitet sein. Insgesamt 36 Photovoltaikmodule baut das Unternehmen Suntech auf sein Dach. Die erzeugen ca. 14.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Was nicht sofort verbraucht wird, fließt für die dunklen Stunden in diesen großen Stromspeicher. Alles zusammen kostet ca. 35.000 €. Lohnt sich das? Bei so einer Anlage ist die Amortisationszeit eher weniger als 10 Jahre. Bei einer sehr langen Lebensdauer, deshalb ist die Rendite recht hoch. Damit hat der Kunde eine Autarkie von ungefähr 80%. Das heißt, die Stromrechnung wird um 80% reduziert. Trotz der zunächst hohen Anschaffungskosten können sich die Solarenergieunternehmen vor Anfragen kaum retten. Vor allem seit dem Krieg in der Ukraine und den damit verbundenen steigenden Energiekosten sind die Zahlen explodiert. Hinzu kommen Lieferschwierigkeiten und fehlende Monteure. Die Folge? Die Wartelisten reichen teilweise bis 2023. Yves Leonard kann sich seine Kunden aktuell aussuchen. Im Visier hat er Einfamilienhäuser mit großen Dächern, deren Bewohner viel Strom verbrauchen. Doppelhaushälften oder Reihenhäuser sind weniger lukrativ, auch für die Kunden. In Hessen hat man die Problematik bei Reihenhäusern und Doppelhaushälften, dass der Gesetzgeber in Wiesbaden einen Abstand zum Nachbarn von 1,25 Meter verlangt. Und deshalb hat man bei solchen Reihenhäusern und Doppelhaushälften oft das Thema, dass die Dachfläche etwas zu klein ist. Doch ab wann und für wen lohnt sich eine Anlage? Haus und Grund hat das für einen 4-Personen-Haushalt mit einem jährlichen Stromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden durchgerechnet. Demnach würde sich eine Anlage mit einem Stromspeicher nach ca. 13 Jahren lohnen, eine ohne Speicher nach 14 Jahren. Je mehr Strom eine Anlage erzeugt und je mehr der Kunde mit Hilfe des Speichers selbst verbrauchen kann, desto schneller wirft sie hohe Renditen ab. Doch diese Rechnung gilt nicht für jeden, zumindest nicht für diejenigen mit älteren Anlagen. Zum Beispiel Familie Orben in Schöneck. Sie bauten ihre Photovoltaikanlage vor über 10 Jahren aufs Dach, ohne Speicher. Strom, der nicht direkt verbraucht wird, fließt ins allgemeine Netz. Da gibt es auch noch mal so eine bestimmte Rate, wie viel Strom selbst verbraucht wurde und wie viel eingespeist wurde. Je nachdem, was mit dem produzierten Strom passiert ist, wird es dann entsprechend vergütet. Auch dieser Bewohner bezieht seinen Strom komplett vom örtlichen Anbieter und speist seinen selbstproduzierten zu 100% ein. Damals war es so, dass die Einspeisevergütung noch so hoch war, dass ich voll einspeise, weil ich bekomme zurzeit noch mehr, wenn ich einspeise, als ich zahle. Das wird sich demnächst dann umdrehen, das Verhältnis, und dann werde ich das auch umstellen auf Eigenverbrauch.
Denn als es vor 20 Jahren losging mit den Photovoltaikanlagen, waren die Strompreise noch niedrig, die Vergütung hoch. Jeder, der seinen vom Dach gewonnenen Solarstrom einspeiste, bekam bis zu 57 Cent pro Kilowattstunde. Heute sind es knapp 7 Cent. Die Stromkosten hingegen haben sich mit heute durchschnittlich 40 Cent pro Kilowattstunde mehr als verdoppelt. Doch nicht nur die steigenden Kosten und der Wunsch nach Unabhängigkeit lassen die Nachfrage explodieren. Wir sind beim Ehepaar Beck in Oberdorf-Velden. Seit 3 Wochen wird auch hier fleißig Strom produziert. Wir sparen jetzt im Moment den ganzen Strom. Ich versuche auch dann meine Aktivitäten, die jetzt nicht direkt an Zeiten gebunden sind, am Tag zu erledigen, jetzt bei der Sonne. Und nicht nachts, wenn wir den Normalstrom brauchen. Man kann das alles ein bisschen steuern. Wann und ob sich für sie die Anlage rechnet, ist dem Ehepaar egal. Ihnen geht es um etwas anderes. Wir wollen halt ein bisschen nachhaltig leben und für die Nachkommen schauen wir mal. Energiewende, steigende Stromkosten und ein immer höherer Stromverbrauch. Es gibt viele Gründe, die Kraft der Sonne für den Eigenbedarf umzuwandeln. Doch nicht für jeden ist das möglich oder finanziell lukrativ.